Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Sarah Merck Selbstgenäht. Im letzten Video haben wir aus so einem Höschen hier ein Schnittmuster erstellt für eine Unterhose und ich war schon ein bisschen fleißig. Ich habe schon eine genäht und noch eine genäht. Und heute zeige ich euch mal, wie ihr die nähen könnt. Es ist super einfach. Es ist ja also für den gehobenen Anfänger. Also es ist jetzt kein super Anfängerprojekt, weil man muss ein bisschen die Gummis einnähen, ist nicht ganz so easy. Der Anfang ist ganz einfach. Da müsst ihr einfach nur ein paar Jersey-Teile zusammennähen. Ja, also es ist machbar auf jeden Fall. Kurz das Video zum Schnittmuster habe ich euch da eingeblendet, wie ihr das Schnittmuster erstellen könnt aus einem vorhandenen Höschen. Und es gibt jetzt zwei Varianten. Diese Hose, da habe ich hier innen ein Gummiband eingenäht. Das heißt, da habe ich diese 0,5 cm Nahtzugabe, die ihr in dem Video zum Schnittmuster findet. Das ist das hier am Beinausschnitt, ist 0,5 cm Nahtzugabe. Das braucht ihr nur, wenn ihr das Gummi hier innen einnähen wollt. Ich zeige euch jetzt einmal die Variante, wie ihr das so machen könnt. Das ist ein Gummi, das ist quasi von beiden Seiten. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen einfacher. Und deswegen zeige ich euch jetzt erstmal diese Variante heute. Und jetzt viel Spaß beim Video. Das Wichtigste vergessen, die Gummis, die ihr dafür braucht, da gibt's, ich verlinke euch das mal unten. Ich habe mir da so einen ganzen Schwung geholt, ich glaube für 10 Euro. Das sind dann so verschiedene Farben. Die braucht ihr quasi für diese Variante, wo das Gummi innen und außen ist. Also wie gesagt, unten verlinkt. Ansonsten braucht ihr nur einen Jersey-Stoff eurer Wahl. Also eigentlich wollte ich ja hier dieses Gummiband innen einnähen und es umschlagen und deswegen, so hatten wir nämlich das Schnittmuster erstellt, aber jetzt zeige ich euch diese Variante hier, wie bei der grünen Hose, und deswegen müssen wir jetzt erstmal das Schnittmuster ein bisschen verändern und diesen halben Zentimeter da wieder abschneiden. Als nächstes werden wir uns im Bruch jetzt hier die Stoffstücke zuschneiden. Wundert euch nicht über meinen etwas kräftigen Stift. Normalerweise nehme ich natürlich Schneiderkreide, allerdings seht ihr das dann ganz schlecht, deswegen hier dieses schöne Pink. Also ich zeichne mir die Schnittmusterteile auf. Und weil Jersey-Stoff sich immer so gerne so zusammenrollt, fixiere ich mir das mit so ein paar Stecknadeln jeweils an den Ecken, damit mir das später dann beim Ausschneiden nicht verrutscht. Und dann schneide ich das Ganze aus. Irgendwann finde ich auch die Schere. Gleich geht's los. Da ist sie ja. Ich glaube, ich habe euch da nicht das ganze Ausschneiden aufgenommen, weil das ist so Kindergartenniveau, das schafft ihr alleine. Da ist schon das Hinterteil der Hose. Das brauchen wir einmal. Dann haben wir hier den Zwickel, den brauchen wir zweimal. Den habe ich mit Absicht in einer anderen Farbe noch ausgeschnitten, dass ihr das später besser sehen könnt. Und dann natürlich noch das Vorderteil. Und da seht ihr auch, warum ich Jersey so liebe. Es rollt sich hier so schön zusammen in allen Richtungen. Jetzt legen wir als erstes den Zwickel, der nach innen kommt, so hin, dass euch die linke Seite anguckt. Dann legt ihr links auf links das Hinterteil der Hose da drauf. Und dann rechts auf rechts den Zwickel, der nach außen zeigt, auf den hinteren Teil der Hose. Dann stecken wir das Ganze zusammen und nähen es dann mit einem elastischen Stich zusammen.
Ich habe jetzt hier eine ganz, ganz dünne Nadel verwendet. Ich habe keine Jersey-Nadel, die brechen mir jedes Mal ab. Ich habe keine Lust mehr, Geld für auszugeben. Aber mit der geht es auch ganz prima. Der Stich ist so ein, ja, er sieht aus, ich zeige es euch später. Er sieht so ein bisschen aus wie ein Zickzackstich und zwischendurch sind so Gradstiche. Man kann das auch ganz, ganz toll mit der Overlock nähen, aber ich dachte, ich zeige es euch mal mit der normalen Maschine für die Leute, die keine Overlock haben. Da seht ihr jetzt den Stich. Wie gesagt, wie so ein Zickzackstich mit Gradstich. Als nächstes legen wir jetzt das Vorderteil auf den äußeren Zwickel rechts auf rechts. Dann rollen wir den ganzen Stoff ein bisschen aus dem Weg und nehmen dann den inneren Zwickel und legen ihn dann dort oben drauf und stecken das wieder zusammen und nähen es zusammen. Also ich habe das komplette Projekt mit diesem elastischen Stich genäht, auch später die Gummibänder, also das hat wirklich gut damit funktioniert. Wenn ihr nämlich einen Stich nehmt, der nicht elastisch ist, das funktioniert bei Jersey nicht, dann, ja, das reißt dann ganz schnell ab und es lässt sich auch ganz schlecht nähen, dann verschieben sich die Jersey-Stücke immer so gegeneinander. Jetzt drehen wir die Hose so um, dass sie auf der rechten Seite ist. Und legen uns die Hose dann einmal hin und nehmen dann hier die Seiten, wo sich Vorder- und Rückseite treffen, legen die rechts aufeinander. Und stecken das wieder zusammen und nähen das auch wieder zusammen fest. 1 cm Nahtzugabe haben wir da auch wieder. So, den Teil habe ich euch jetzt nicht komplett gefilmt. Es wurde schon kritisiert, dass ich immer zu wenig Nähen zeige, aber ich finde, dieses Nähen ist jetzt auch nicht so spannend, ehrlich gesagt. Ja. Genau, ihr näht beide Seiten logischerweise zusammen. Hier seht ihr nochmal diesen schönen elastischen Stich. Und dann geht es weiter mit dem Gummiband. Das lege ich mir jetzt einmal hier auf die Beinöffnung. Einfach so ungefähr hinlegen. Und dann messe ich mir ab, wie lang dieses Stück dann wäre. Man könnte es natürlich auch an der Hose selber abmessen. Da stecke ich mir jetzt eine Nadel hin, dass ich weiß, wo ich überhaupt messen muss. Und dann messe ich da 64 cm. Ich lasse mir noch ein bisschen Nahtzugabe, also rechne ich jetzt mit 60 cm. Und zwar werde ich jetzt 1/3 das Ganze kürzen, also brauche ich ein Gummi, was 40 cm ist. Weil wir ja später das Gummi dehnen, wenn wir es annähen, damit später die Hose, ja, dass sie einfach sich ein bisschen zusammenzieht. Dann dann flamme ich mir erstmal die Enden ab, beide logischerweise. Dann lege ich mir das Gummi so hin, wie das später zusammengehört und nähe das hier, ich lege das so übereinander und nähe das dann mit dem Zickzackstich zusammen. Und wenn ich das zusammengenäht habe, schaue ich, dass ich das richtig rum auf die Hose lege. Ich habe mir das vorher markiert, wo die Hälfte liegt vom Gummiband und von der Hose, dass ich da beim Dehnen später weiß, wie lang ich das dehnen muss. Das habe ich nur leider aus Versehen aus dem Video rausgeschnitten. Sorry, Leute, aber das kriegt ihr hin. Jetzt fixiere ich mir das erstmal, dann nähe ich ein bisschen vor und zurück. Also das Gummiband ist so, das umfasst den Jersey-Stoff schön gleichmäßig, geht super mit dem Gummi, weil das ist in der Mitte so ein bisschen dünner, das kann man echt richtig gut falten.
Und dann dehne ich das Gummi einfach und den Jersey-Stoff natürlich nicht dehnen. Und dann nähe ich das einfach so Stückchen für Stückchen an die Hose an. Hier zeige ich euch nochmal, wie ich das verbunden habe mit dem Zickzackstich. Sieht es nicht so richtig schick aus, aber es hält auf jeden Fall. Und dann machen wir logischerweise den anderen Beinausschnitt genauso. Und dasselbe auch oben. Hier seht ihr nochmal diesen elastischen Stich. Und hier innen könnt ihr sehen, wie der Zwickel ausschaut. Das Unterhöschen ist fertig. Also gerade wo ich hier genäht habe, hat es an der Tür geklingelt und hier sind die Gummibänder, mit denen ich eigentlich das Höschen nähen wollte, weil ich wollte ja ursprünglich dieses Innengummi euch zeigen. Wenn ihr Lust habt, dass ich euch das auch noch zeige, mache ich euch gerne nochmal ein Video. Ansonsten, hier ist nochmal die Hose, die ich letztes Mal genäht habe, zum Üben quasi. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne unten in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Mal.